So sieht das aus, wenn Rita hier beim Bauen ist. Ich bin schon gespannt, was das wird. Das Chaos wird hier immer mehr, aber dafür wird auch der Frozen-Turm, oder besser gesagt der Frozen-Berg, auch immer schöner. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Bricks for Wild. Rita kocht gerade unten Abendessen. Ich habe mir gedacht, ich bin heute in Stimmung, um euch etwas zu zeigen, was wir noch gar nicht vor der Linse gehabt haben. Und zwar haben wir ja, wir haben allerdings erst vorgehabt, dass wir euch das später mal zeigen, wenn es soweit ist. Ihr wisst, wir haben ja im Legoland jede Menge Fenstersteine gekauft. Wir haben immer wieder bei Bricklink-Bestellungen jede Menge Dark Tan Steine gekauft. Der Kenner wird es vielleicht jetzt schon sehen. Es gibt ein neues Gebäude in Wild City. Wir wohnen ja leider nicht hier in dem Haus, wo die Lego-Stadt ist, sondern wie ihr vielleicht mitbekommen habt, schon in einem anderen Video, ungefähr 150 Kilometer entfernt. Und wir bauen natürlich viel hier, aber so manchmal, wenn wir mal ein paar Tage hier nicht herkommen, dann bauen wir natürlich in unserer kleinen, aber feinen Wohnung auch an diversen Projekten. Ich habe das jetzt mal so mehr oder weniger aufgebaut, was ich euch heute zeigen möchte, damit ich schauen kann, wie sich das hier so macht, und wollte es euch zeigen. Es ist ein neues Hochhaus, liebe Freunde. Ihr seid ja große Fans von Hochhäusern, das hier zum Beispiel oder auch der Daily Bugle. Jetzt kommt ein neues hier rein. Der Ort ist noch nicht fix, das heißt die Bodenplatte 32 x 32 habe ich gewählt als die perfekte Bodenplatte für dieses Set. Das ist noch nicht fix, dass es hier stehen bleibt, aber man kann es natürlich auch noch verschieben. Es fehlt auch noch jede Menge. Ich habe jetzt wieder Teile nachbestellt für die Fassade und auch für innen, für die Stabilität und so weiter. Was ist das? Das ist ein Hochhaus, welches vielleicht in seiner Höhe noch etwas wachsen wird. Wir haben Steine genommen, die wir, wie gesagt, im Legoland und bei Bricklink Calls uns organisiert haben. Und das wird Ritas, oder besser gesagt Ritas und mein Shopping Tower. Wir haben mal gesprochen und haben uns mal unterhalten über vergangene Zeiten vor kurzem. Jetzt ist es schon soweit und wir sprechen auch schon die meiste Zeit nur mehr über Vergangenes. Und zwar haben wir beide damals riesengroßen Spaß gehabt, wie wir unser Einkaufszentrum, welches ihr dort hinten in Tan seht. Das war so ziemlich das Projekt, von dem Rita und ich noch immer sprechen. Ich weiß nicht, das hat uns irgendwie total gefallen. Wir wollten eigentlich zuerst mit dem Zoo weitermachen und mit der U-Bahn und so weiter, aber dieses Geschäfte einrichten und dieses, ja, irgendwie wilde Ideen, zu Lego-Sets bringen, das hat uns irgendwie total gefallen. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Zuerst habe ich geglaubt, wir erweitern das Einkaufszentrum. Jetzt habe ich mir gedacht, nein, wir machen ein neues Einkaufszentrum, und zwar den sogenannten Shopping Tower, den ihr hier hinter mir stehen seht. Das ist ein, Shopping Center, welches ungefähr vergleichbar ist von der Größe her mit dem Grand Emporium, dem großen Kaufhaus, welches ihr hier drüben seht, am Ende der Downtown, hier dort vorne, wo die große Werbereklame drauf ist. Es ist ein mehrstöckiges Haus, was klar ist irgendwie. Übrigens fehlt noch unten das Erdgeschoss. Das möchte ich etwas anders designen. Vielleicht auch mit einem Stiegenaufgang, dass man hier so rauf geht, so ähnlich wie es hier bei der Polizeistation ist, dass man hier so mehrere Stiegen rauf geht und dann eine schöne Eingangshalle hat. Von innen sieht es jetzt mal so aus, das heißt, die Stockwerke sind alle jetzt mal ungefähr gleich. Wie gesagt, das ist auch jetzt nur mal der erste Versuch. Große Fensterpaneele, diese 5x6er, wenn ich mich nicht täusche, und am Rand die geschwungenen. Wir haben es jetzt in den Farben Dark Tan versucht, was nicht ganz so einfach ist, denn es gibt viele Steine nicht in Dark Tan. Zum Beispiel auch diese Runden hier unten für damit wir das Gebäude noch um eine Brick höher machen können, aber ist egal, wir haben uns gedacht, dann bringen wir noch eine zweite Farbe mit rein. Das ist jetzt Nougat geworden. Wir haben hier eine kleine Nische, das ist Absicht, da kommt nämlich der Fahrstuhl rein. Ihr seht, das ist bei jedem Stockwerk gleich. Sie stehen jetzt, glaube ich, nicht ganz übereinander, aber vielleicht könnt ihr es sehen. So wird das aussehen, das heißt, man fährt mit einem Fahrstuhl zwischen den Stockwerken hin und her und hat dann hier eine, finde ich, doch ganz ansehnliche Fläche, und zwar spreche ich schon lange Zeit von einem Musikgeschäft. So ziemlich die erste Idee, die ich hatte, wie wir diese vielen Videosets gekauft und bekommen haben mit diesen Fliesen, war, dass ich mir gedacht habe, das ist doch perfekt für einen Plattenladen. Ein paar haben das sogar schon umgesetzt, habe ich schon gesehen. Wir möchten gerne unseren eigenen Plattenladen machen, der wird hier dann Platz finden. Rita spricht auch schon mindestens genauso lange von einem Disney Store.
Aha. Besser, wenn du keine Antwort hast. Ich bin eigentlich am Wort, liebe Alexa. Das heißt, Rita spricht von einem Disney Store. Sie hat jetzt sogar schon gesagt, sie hat so viele Teile, die braucht vielleicht sogar 2 Stockwerke für den gesamten Store. Das Coole daran ist, dass man wahnsinnig viele Teile verbauen kann, die man sonst nirgends braucht. Wir haben tonnenweise Steine in unserem Steinearsenal, die wir das ganze Jahr nicht anschauen. Und wenn wir einen Shop einrichten, dann brauchen wir das auf einmal. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Schaut euch auf jeden Fall die Videos, wenn ihr neuer dazugekommen seid. Schaut euch das 3- oder sogar 4-teilige Spezial zu unserem Einkaufszentrum an, wo wir jedes Stockwerk mit euch durchgehen und überall die speziellen Details aufzeigen. Hier möchten wir es ähnlich machen. Ich finde, das Gebäude sieht so jetzt eigentlich ganz cool aus. Das Stockwerk wieder hier drauf. Wie gesagt, es fehlen teilweise noch Teile. Natürlich, das ist noch nicht fertig. Hier die Fliesen oben. Es ist noch bei weitem nicht fertig. Ich habe mir nur gedacht, ich gebe es jetzt mal hier hin an den Ort, wo es so mehr oder weniger mal stehen wird. Vielleicht kommt es auch dort hinten, wo die Monorail ist, hin. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall finde ich es so eigentlich ganz cool. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, das nach oben hin zu erweitern. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Ihr habt hier... Ich weiß gar nicht, vielleicht habt ihr das sogar schon mal gesehen. Hier sind noch 3 zusätzliche Stockwerke, die aber im Baufortschritt etwas hinten sind. Da fehlen noch mehr Teile, deswegen wollte ich sie jetzt nicht, oder besser gesagt, ich habe versucht, sie auf die anderen Stockwerke des Shopping Towers drauf zu geben. Da ist mir gleich die Hälfte heruntergefallen. Da habe ich mir gedacht, nein, die 3 bleiben noch drinnen. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 3, 9 Stockwerke. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein schönes Erdgeschoss, welches ein bisschen anders gestaltet wird. Welches auch vielleicht ein bisschen höher wird das sind jetzt, wenn ich mich nicht täusche, 7. Wie könnte es anders sein? Akku wieder mal leer, aber vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, denn jetzt seht ihr das Haus auch noch von dieser Seite und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus, sogar neben dem Daily Bugle. Wie gesagt, es wird noch fast die doppelte Höhe anwachsen. Beim großen weißen Rathaus haben wir 13 oder 14 Stockwerke, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Der Daily Bugle hat ein bisschen höhere Stockwerke, das sind es nur insgesamt 4. Aber ich denke mal, dass wir da wieder jede Menge nette kleine Geschichten reinbauen können und dass die Inneneinrichtung dieses Hochhauses auch total cool wird. Beim anderen weißen Hochhaus haben wir ja keine Inneneinrichtung hineingebracht, weil das Rathaus, jetzt sage ich schon wieder Rathaus, weil das Hochhaus ja eigentlich nur dazu da ist, diesen Holzpfosten hier zu verdecken. Hier ist das natürlich anders. Wir hatten schon längere Zeit Lust auf ein neues Hochhausprojekt. Übrigens, der Name steht noch nicht ganz fest, aber es wird wahrscheinlich der Breezeway Tower werden, weil das hier ist ja das Breezeway Café, wenn ich mich nicht täusche, oder Breezeway Restaurant. Und der Eigentümer von diesem Restaurant ist auch der Eigentümer von diesem Hochhaus Shopping Tower. Er hat den Grund hier billig gekauft, der war zu verkaufen und hat ja gleich zugeschlagen und hat sich gedacht, ja, da kann man einiges draus machen. Es wird wahrscheinlich jetzt noch einige Zeit vergehen. Es kann sogar sein, dass wir den jetzt nochmal abbauen, weil ja die Stockwerke noch nicht komplett sind. Ich muss mal schauen, wann die Teile ankommen, wann wir da Zeit haben, um hier ein bisschen weiter zu bauen. Aber so wird jetzt auch immer weiter dieser Bereich der Downtown, welcher ja lange Zeit unbebaut war. Ich kann mich erinnern, wir haben hier von diesem Tisch sogar öfters gestreamt oder wenn wir mal gestreamt haben oder auch teilweise gebaut. Jetzt wird es langsam soweit, dass wir hier auch einiges aufbauen. Das neue Modular kommt auf jeden Fall auch hier irgendwo hin. Müssen wir mal schauen. Und dann wird das sicher ganz nett. Also wie gesagt, ein Stockwerk ist fix Musikladen, 1 oder 2 Stockwerke, ich hoffe, sie bekommt es auf eines, ist für Ritas Disney Store reserviert. Ihr seid natürlich auch gefragt, die beliebtesten Vorschläge in den Kommentaren bekommen hier ein eigenes Geschäftslokal. Man könnte es natürlich auch so machen, dass man verschiedene Geschäfte in ein Stockwerk reingibt. Das müssen wir uns ansehen. Auf jeden Fall gefällt uns die Idee beiden sehr gut. Wir hoffen euch auch. Wie gesagt, das ist nur Work in Progress, wie der große Janbricks immer zu sagen pflegt. Also es wird sich hier sicher noch einiges tun. Das ist jetzt mal das erste Konzept, weil wir wieder Steine bekommen haben und ich Lust drauf hatte, hier weiterzubauen. Als nächstes wird wahrscheinlich wieder was bei der U-Bahn passieren. Da kann ich euch heute aber noch nicht viel Neues sagen, denn da habe ich nur ein paar kleine Steinchen da und dort platziert. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder, hoffe ich zumindest. Macht euch eine schöne Zeit, baut was Schönes und genießt
die ja doch sehr kalten Abende jetzt vielleicht mit einem Klemmbaustein-Set, welches euch Freude bereitet und euer Herz erwärmt. Und dann melden wir uns wieder demnächst aus Wild City oder vielleicht auch aus dem Küchenstudio, ich weiß es nicht. Schöne Grüße von Rita, die habe ich getroffen, wie ich den Akku gewechselt habe. Sie ist unten und trinkt Tee und ja, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.